Am 20.03.2025 hat der Bundesfinanzhof ein interessantes Urteil zur erweitert beschränkten Steuerpflicht veröffentlicht. Was es damit auf sich hat, damit wollen wir uns einmal in diesem Video näher befassen. Die sogenannte erweitert beschränkte Steuerpflicht haben wir hier schon in vielen Videos behandelt. Sie ist einer der Gräueltaten im deutschen Außensteuergesetz und betrifft all jene, die als deutsche Staatsbürger in ein Niedrigsteuerland umziehen und dann gleichzeitig noch wirtschaftliche Interessen in Deutschland behalten, zum Beispiel Beteiligungen an deutschen Gesellschaften oder aber deutschen Immobilienbesitz. Diese Personen sind dann möglicherweise noch für das Wegzugsjahr und 10 weitere Jahre in Deutschland erweitert beschränkt steuerpflichtig. Das heißt, sie müssen auf nicht ausländische Einkünfte nach deutschem Recht weiterhin in Deutschland Steuern bezahlen und vor allen Dingen müssen sie eine Steuererklärung in Deutschland einreichen für weitere 10 Jahre. Also eine ziemlich bittere Pille, eine ziemlich üble Sache. Um was ging es jetzt hier in diesem Urteil? Das Urteil wurde übrigens gefällt im Januar 2025. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Bei dem Urteil ging es um eine deutsche Staatsbürgerin und diese deutsche Staatsbürgerin war in den UK verzogen und das noch zu Zeiten, als der UK Teil der EU war und auch noch den Non-Dom-Status hatte. Mittlerweile ist ja der Non-Dom-Status im UK abgeschafft worden. Der Non-Dom-Status im UK hat es Ausländern erlaubt, auf ausländische Einkünfte, also Einkünfte, die nicht aus einer britischen Quelle stammten oder nichts mit dem UK zu tun hatten, in UK keine Steuern zu bezahlen, insofern diese Einkünfte nicht nach UK ausgeschüttet wurden. Die betroffene Dame hatte nun Zinsen bekommen aus Deutschland und auch Dividendenausschüttungen einer deutschen Bank. Das heißt also, sie hatte Aktien zum Beispiel der Deutschen Bank und hat von dort Dividenden bekommen. Das heißt, die Zinsen auf dem deutschen Konto und auch die Dividenden der Deutschen Bank, diese hat nun das Deutsche Finanzamt besteuert mit dem Hinweis auf die erweitert beschränkte Steuerpflicht. Denn die Dame hatte eben diese Einnahmen nicht auf ein englisches Konto einbezahlt. Damit waren sie dann in UK offiziell steuerfrei. Damit hat man eben die Voraussetzung erfüllt für die erweitert beschränkte Steuerpflicht. Denn obwohl natürlich UK eigentlich kein Niedrigsteuerland ist, ist es doch eines, wenn man den Non-Dom-Status nutzt. Die Dame hatte dagegen geklagt bis in die höchste Instanz, bis zum Bundesfinanzhof und sie hat gesagt, dass diese erweitert beschränkte Steuerpflicht nicht verfassungskonform ist und nicht unionsrechtkonform ist, das heißt nicht mit dem Recht der Europäischen Union und auch mit dem Geiste der Europäischen Union, was ja eine Niederlassungsfreiheit vorsieht, hier konform ist. Der Bundesfinanzhof hat anders entschieden und er hat gesagt, doch, die erweitert beschränkte Steuerpflicht, sie ist verfassungsgemäß und sie ist auch unionrechtskonform. Sie hat damit hier dem Finanzamt Recht gegeben, die Dame muss diese Steuer also auf die Zinsen und auf die Dividenden dieser Deutschen Bank bezahlen. Damit wird im Grunde das bestätigt, was wir ja hier auf diesem Kanal schon immer gesagt haben. Es gibt ja hier einige Leute auf YouTube, sogenannte Experten, die immer sagen, dass die erweitert beschränkte Steuerpflicht ein Papiertiger ist, ein zahnloser Tiger, dass sie eben nicht unionsrechtkonform ist, dass sie der deutschen Verfassung widerspricht, dass sie sogar dem Völkerrecht widerspricht. All so ein Gedöns hört man ja immer wieder. Aber der Bundesfinanzhof, das höchste deutsche Finanzgericht, sieht es anders. Dort kann man nun ja keine Revision mehr einlegen. Vielleicht wird irgendwann mal das deutsche Bundesverfassungsgericht entscheiden, ob diese Sache konform ist. Aber du wirst dir sicherlich vorstellen können, wie das Bundesverfassungsgericht hier entscheiden wird. Sie wird nämlich entscheiden, dass die erweitert beschränkte Steuerpflicht rechtskonform ist, sowohl in puncto deutsche Verfassung als auch EU-Recht. Wenn du dich das erste Mal hier mit der erweitert beschränkten Steuerpflicht auseinandersetzt, dann fragst du dich vielleicht zunächst mal, was ist überhaupt ein Niedrigsteuerland? Wann bin ich denn von dieser erweitert beschränkten Steuerpflicht betroffen? Nun, wie gesagt, zunächst mal musst du die Voraussetzung erfüllen, dass du deutscher Staatsbürger bist.
Nicht-Deutsche, die aus Deutschland wegziehen, sind nicht davon betroffen. Du musst in den letzten 10 Jahren als deutscher Staatsbürger mindestens 5 Jahre in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig gewesen sein. Also in den letzten 10 Jahren vor dem Wegzug, meine ich natürlich. Dann musst du in ein Niedrigsteuerland umziehen. Was ist ein Niedrigsteuerland? Ein Niedrigsteuerland gemäß diesem Gesetz ist ein Staat, dessen Einkommensbesteuerung weniger als 2 Drittel der deutschen Besteuerung beträgt. Also im Jahre 2025 wären das weniger als ungefähr 18,55%. Es sind ebenfalls Länder, die eigentlich Hochsteuerländer sind, so wie eben zum Beispiel UK, die aber eine sogenannte Vorzugsbesteuerung für Ausländer kennen. Darunter fällt auch das Beckham Law in Spanien oder der ehemalige NHR-Status in Portugal. Was sind nun Beispiele für Niedrigsteuerländer gemäß der Definition in diesem Gesetz? Natürlich ganz klar Nullsteuerländer wie die Vereinigten Arabischen Emirate inklusive Dubai, Katar, Monaco sowie die diversen karibischen Inseln. Bestimmte Kantone in der Schweiz. Teile Asiens wie zum Beispiel Singapur und Hongkong. Teile Südamerikas wie zum Beispiel Paraguay und Bolivien. Teile Osteuropas wie zum Beispiel Bulgarien und Ungarn. Was sind Beispiele für Vorzugsbesteuerungen? Eben, wie gesagt, die ehemalige Remittance Tax Besteuerung in UK. Das gleiche gibt es bekanntlich auch in Irland. Pauschalbesteuerung in der Schweiz und in Italien und in Griechenland. Dann haben wir eben schon erwähnt, den ehemaligen NHR-Status in Portugal und das Lex Beckham in Spanien. Dann haben wir ja in Südeuropa auch noch Malta und Zypern mit ihrem Non-Dom-Status. Das sind also alles Länder, die davon betroffen sind. Wie du sicherlich bereits merkst, sind ja hier auch einige Länder darunter, die EU-Länder sind. Wie auch im Beispiel dieser Dame, die jetzt hier vor dem BFH verloren hat, die ja auch in den UK gezogen ist, als der UK noch in der EU war. Man muss natürlich jetzt hier eine Sache beachten und diese ist natürlich sehr wichtig. Es gibt ja mit vielen der Länder, die ich jetzt hier genannt habe, insbesondere auch der EU-Länder, sogenannte Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland. In diesen Doppelbesteuerungsabkommen ist ja ganz klar definiert, welches Land hier ein Besteuerungsrecht hat. Im Falle des UK ist es zum Beispiel so, dass der UK ein Besteuerungsrecht hat auf diese Zinsen und Dividenden. Das heißt, eigentlich hätte ja der deutsche Staat gar kein Recht, diese Dividenden zu besteuern und diese Zinsen, sagst du nun, auch im Rahmen der erweitert beschränkten Steuerpflicht nicht. Aber nun Vorsicht! Denn im Abkommen mit Deutschland und UK gibt es eine sogenannte Rückfallklausel. Das Abkommen sagt, wenn sich Großbritannien entscheidet, die Einkünfte nicht zu besteuern, weil sie zum Beispiel nicht nach UK überwiesen sind, dann fällt das Besteuerungsrecht zurück an Deutschland. Ähnliche Klauseln gibt es auch in einigen anderen Doppelbesteuerungsabkommen. Aber bei Doppelbesteuerungsabkommen, in denen es eine solche Rückfallklausel nicht gibt, da hat natürlich dann auch Deutschland kein Besteuerungsrecht, selbst dann nicht, wenn derjenige die Einkünfte in dem Land nicht versteuern müsste. Hier ist es also wichtig in der Beurteilung, dass man darauf achtet, ob es eine Rückfallklausel gibt oder nicht. Und wohlgemerkt, ganz wichtig natürlich, hier geht es um deutsche Zinsen, um deutsche Dividenden. Also mal angenommen, die Dame hätte jetzt auch noch Zinsen aus den USA bekommen und Dividenden aus den USA bekommen, dann sind diese natürlich nicht von der erweitert beschränkten Steuerpflicht betroffen. Es geht wohlgemerkt um deutsche Einkünfte beziehungsweise eben nicht ausländische Einkünfte, jene Einkünfte, die sich nicht genau hier zu einem bestimmten Land zuordnen lassen. Und da siehst du schon, auf was ich jetzt anspiele. Ich spiele natürlich hier auf Krypto an. Einkünfte aus Kryptowährungen sind nach wie vor ungeklärt. Und die Situation ist auch nicht vom Bundesfinanzministerium in einem BMF-Schreiben hier klargestellt. Das heißt, auch Kryptoeinkünfte aufgrund der Tatsache, dass eben die Blockchain überall und nirgends ist, lassen sich nicht so genau einem bestimmten Land zuordnen. Und damit theoretisch gehen andere Steuerexperten und auch ich davon aus, dass Kryptoeinkünfte ebenfalls unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fallen könnten und möglicherweise auch noch in Deutschland zu versteuern sind, wenn du dich hier nicht an die entsprechenden deutschen Regeln hältst, obwohl du im Ausland lebst. Also zum Beispiel hier die einjährige Spekulationsfrist.
Und jetzt gibt es natürlich auch noch einen anderen sehr wichtigen Aspekt der erweitert beschränkten Steuerpflicht, den wir ja auch hier schon mehrfach erwähnt haben. Und das ist sogenanntes Floating Income. Früher hat man dazu betriebsstättenlose Einkünfte gesagt. Das sind eben Einkünfte gewerblicher Natur, die du zum Beispiel als jemand erzielst, der digitaler Nomade ist. Also wenn du digitaler Nomade bist, zählst du ebenfalls als jemand, der in ein Niedrigsteuerland umgezogen ist. Und wenn du nun eine amerikanische LLC hast, die keine Betriebsstätte hat, und die meisten amerikanischen LLCs sind ja Briefkastengesellschaften, dann fallen diese Einkünfte eben auch noch unter die deutsche Besteuerung für 10 Jahre, denn es wird in Deutschland eine Betriebsstätte fingiert. Das gilt wohlgemerkt nur für sogenannte gewerbliche Einkünfte. Bist du ein echter Freiberufler, das heißt, würdest du in Deutschland mit deiner Tätigkeit keine Gewerbesteuer bezahlen, dann bist du nicht davon betroffen. Und das geht natürlich auch nicht bei Kapitalerträgen, sondern es geht hier tatsächlich um gewerbliche Einkünfte, Beratung etc. pp., was man eben so macht als Freelancer über eine amerikanische LLC. Das Urteil hier des BFH hat ganz klar gesagt, dass die erweitert beschränkte Steuerpflicht nach wie vor aktuell ist. Es ist also nicht so, wie manche behaupten, dass das irgendwie so eine alte, ausgemusterte und verstaubte Angelegenheit ist, die sowieso niemanden mehr interessiert, sondern das ist tatsächlich nach wie vor aktuell und das ist etwas, das du im Kontext deiner Auswanderung unbedingt bedenken musst, wenn es dir nicht so ergehen soll, wie jetzt dieser Dame, die jetzt für den Bundesfinanzhof hier verloren hat. Du kannst natürlich hier etwas tun gegen die erweitert beschränkte Steuerpflicht. Das Einfachste ist, dass du keine deutschen Inlandsinteressen hast, keine deutschen Immobilien, keine deutschen Beteiligungen, keine deutschen Bankkonten, keine deutschen Wertpapiere. Krypto eben, haben wir schon gesagt, ist so ein bisschen eine kritische Sache und eben ganz kritisch natürlich für viele sind die sogenannten betriebsstättenlosen Einkünfte. Hier musst du dafür sorgen, dass du tatsächlich dann einen Wohnsitz irgendwo hast, einen festen Wohnsitz in einem Ort zum Beispiel wie Dubai, Malta oder Zypern, wo du eine ordentliche Betriebsstätte hast, wo dann die Einkünfte aus deiner Tätigkeit ganz normal versteuert werden, zum Beispiel im Kontext einer zypriotischen Limited, maltesischen Limited, oder eben auch komplett steuerfrei sind, wie bei einer Firma in Dubai, aber eben, dass eine Betriebsstätte vorhanden ist, damit du keine sogenannten betriebsstättenlosen Einkünfte hast. Wie gesagt, ein Thema, das wir hier schon oft behandelt haben, aber du siehst, es ist immer wieder aktuell. Immer wieder gibt es Urteile hier, wo dieses Gesetz, so unangenehm es auch ist, wieder bestätigt wird durch die höchsten deutschen Gerichte. Es ist also etwas, das du als Realität akzeptieren solltest und worauf du dich entsprechend bei deiner Planung einstellen solltest. Wenn auch du möglicherweise von der erweitert beschränkten Steuerpflicht betroffen bist und dich hierzu beraten lassen möchtest, würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Fragen zu beraten. Rechtskonforme Auswanderung ins Ausland, Steueroptimierung im Ausland, die wirklich funktioniert, Vermögensaufbau im Ausland und natürlich auch der Vermögensschutz und dein Vermögen vor dem Zugriff des Staates zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.